Okay, I recorded it. So, welcome everybody. It's Ben from Naga. I'm super happy and excited to introduce you to one of our top investors, Estago1 on the platform. But before we jump into our interview with our top leader, who is joining Naga the first time, what is it all about? It's a social network for stock trading and Forex trading, CF3 trading, you name it. So you can trade everything around gold, Bitcoin, indices, etc. And the best and the coolest feature is in our platform that you don't have to trade yourself. You simply tap a button and follow one of our top traders that you find on the leaderboard. Also, we would like to talk about Estago. Why? Because Estago is the best performing leader on the platform. He generated a staggering 230,000 euros for his copiers. So they're just following him and making money when he made money. Also, I would like to highlight that we do the interview in German. Later on, you will have the subtitles here. We are translating it for you. But as Estago is from Germany, we'll keep it in German. Also, a small risk disclaimer and a comment. This is not intended as an investment advice. Neither we are asking you to copy or not copy someone. It's all about information, and we prepared very nice questions for the community for Estago, and he will be answering them shortly. So, ich switche mal auf Deutsch. Hi, Joachim, wenn ich das darf, Jo, wie dich alle auf der Plattform nennen, korrekt? Selbstverständlich. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sprechen. Ich würde direkt mal anfangen mit einer sehr, sehr guten Frage. Was machst du eigentlich beruflich und wie bist du zum Traden gekommen? Ja, ist eine lange Geschichte, wie ich zum Traden gekommen bin. Also beruflich bin ich tatsächlich auch in der Mineralölbranche tätig. Ich bin dort im Vertrieb tätig und muss allerdings sagen, es war tatsächlich mehr der Zufall, dass ich bei Naga jetzt auch mit dem Schwerpunkt Rohöl begonnen habe zu handeln und dort meine ersten Erfolge erzielt habe. Ja, zum Traden bin ich schon vor vielen, vielen Jahren gekommen, als das so mit dem, sag ich mal, Dotcom-Business aufkam, die New Economy, die hat mich damals begeistert. Ich fand die Geschäftsmodelle einfach riesig und habe dort tatsächlich auch das eine oder andere glückliche Händchen gehabt mit einigen Positionen, mich dann aber auch lange danach wieder rausgezogen aus dem Business, beziehungsweise es war einfach mehr so nebenbei. Es lief nebenbei für mich immer, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz habe ich irgendwann mal mich dazu entschieden, mich aus dieser Sache wieder rauszuziehen, nachdem diese Dotcom-Blase geplatzt ist. Ja, mein beruflicher Hintergrund ist, ich bin in der Immobilienwirtschaft studierter Immobilienfachwirt, habe dort lange in verschiedenen Projekten gearbeitet, bei verschiedenen Unternehmen, teilweise aber auch selbstständig im Vertrieb von Shopping-Malls, Bürogebäuden, Studentenwohnheimen und so weiter. Das war lange Zeit mein Schwerpunkt. Habe dann vor einigen Jahren tatsächlich den Weg zu meinem jetzigen Arbeitgeber, Auftraggeber gefunden. Ich bin dort sehr glücklich, fühle mich wohl und ja, ich habe tatsächlich irgendwann zwischendurch mal von Bitcoin gehört. Das kam vor etwas über 10 Jahren mal auf, dass man sagt, ja, gibt es eine digitale Währung und Bitcoin, ganz coole Geschichte und so. Und ich habe dort leider ein bisschen arg Pech gehabt. Hätte eigentlich ein glückliches Händchen haben können, denn als der Bitcoin-Kurs noch bei ca. 20 Cent stand, hatte ich eigentlich den Mausklick schon fast vollendet, mit 1000 Bitcoins zu kaufen. Ja, das wäre es gewesen. Dann wurde dann allerdings tatsächlich von einem extrem wichtigen Telefonat davon abgehalten und ich habe dann hinterher gedacht, naja gut, es ist Spielerei und lass das mal, ist halt nicht so wichtig und habe dann tatsächlich diesen Deal irgendwann verpasst und es hat mich dann auch später nicht mehr interessiert. Als das allerdings auf 20.000 Euro ging, habe ich mich doch sehr geärgert, denn da wäre meine finanzielle Sicherheit jetzt definitiv in trockenen Tüchern. Nein, ist natürlich sehr ärgerlich, so ähnlich wie es dem Pizzaboy damals gegangen ist, der für 10.000 Bitcoin eine Pizza bestellt hat. Gut, das sind so Dinge, die passieren, aber ich glaube, das war auch mein größter Fail, diese Bitcoin-Trade nicht durchzuführen. Aber gut, man kann ihm nicht hinterher weinen. Es ist halt so, man muss nach vorne schauen, das tue ich natürlich jetzt auch. Bin allerdings dann vor einigen Jahren zu einem Mitbewerber, ja, was heißt empfohlen worden. Man hat gesagt, da kann man ganz gut Bitcoins traden, wenn du da nochmal Interesse hast und die Chancen stehen ganz gut und melde dich da mal an. Das habe ich dann getan und habe dann tatsächlich schwerpunktmäßig in Kryptowährungen auch investiert. Lange Zeit in IOTA und ja, Tron hatte ich auch mal eine Zeit lang auf dem Schirm, aber auch Bitcoin.
Bin dort allerdings extremst enttäuscht worden von einem Service, den man mir ja quasi nicht zur Verfügung gestellt hat. Ich hatte einige Probleme mit Trades, die nicht rechtzeitig ausgeführt wurden. Mir ist dadurch ein finanzieller Schaden entstanden und habe mir gedacht, okay, es ist so hier nicht mein Weg, nicht langfristig, so kann ich nicht arbeiten, und habe mich dann im März tatsächlich auf die Suche begeben nach einer Alternative zu meinem damaligen Broker. Ja, und ich muss sagen, es gibt im Social Trading Bereich leider nicht allzu viel Auswahl. Ne? Da gibt es also tatsächlich nur wenige seriöse, und ich bin dann glücklicherweise auch auf Naga gestoßen und habe mir gedacht, okay, schau es dir mal an und wag dich mal vorsichtig an die Plattform ran, ob das alles so funktioniert, wie es dir vorstellst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich bin in keinster Form irgendwo irgendwie mal enttäuscht worden. Es hat alles bisher wirklich einwandfrei technisch funktioniert. Der Support damals noch seiner Zeit von Matthias hat mich wirklich fasziniert. Es ist immer jemand da, wenn eine Frage ist, entweder in den Kommentaren oder im Support-Chat oder telefonisch. Also wirklich spitze. Bisher bin ich wirklich von Naga mehr als begeistert. Kann ich nicht anders sagen. Ja, super, das freut uns auf jeden Fall, weil natürlich auch, wie du es gesagt hattest, es gibt nicht so viele Social Trading Plattformen. Es liegt höchstwahrscheinlich an der Komplexität der Plattform, weil es nicht ganz einfach zu bauen ist. Aber ich bin doch sehr, sehr froh, das Feedback so authentisch und ehrlich von dir zu hören. Und ja, die Frage, wie du zu Naga gekommen bist, hat sich damit auch für mich erübrigt, weil ich jetzt genau weiß, also, dass du auch nach uns gesucht hast und uns gefunden hast. Und ja, wie würdest du denn deine Anlagestrategie beschreiben? Wenn ich mal ganz kurz hier auf dein Profil gehe, ich share mal den Screen. Wir sehen ja relativ stark, du hast gesagt, du hast ja mit Krypto damals angefangen und bist jetzt auf Rohöl etc. gegangen. Wie würdest du denn deine Strategie beschreiben? Bist du jemand, der impulsiv tradet? Bist du Fundamental oder Chart? Wie tickt Estago One beim Trade? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich halte von der Chartanalyse nur bedingt viel. Es ist irgendwo eine Möglichkeit zu sagen, okay, wie könnte es laufen aufgrund der vergangenen Ereignisse? Aber das wahre Leben spielt ja dann teilweise dann doch ganz andere Karten, und ich lege also auf Chartanalyse nicht so ganz besonders viel Wert. Ich werde jetzt vielleicht viele Häme einfangen von denjenigen, die großer Fan sind von Chartanalyse. Ich bin da nicht so begeistert von, weil jetzt alleine das Thema Corona, was wir ja aktuell haben, was natürlich da den Rohölpreis im April bis sogar ins Negative gedrückt hat, das sind so Dinge, die kann man mit einer Chartanalyse schlecht vorhersagen. Klar, das wahre Leben lässt sich auch schlecht vorhersagen, das ist schon klar. Ich gehe eher auf Fundamentals, ich gehe auf News, ich gucke mir die Kurse an, die Verläufe, ich höre mir die Nachrichten an, ich schaue mir an, wie die Leute handeln, und gut, ich sage jetzt mal, da gibt es noch den geringen Punkt Bauchgefühl, der natürlich nicht ausschlaggebend ist oder nicht nur ausschlaggebend ist, aber der ist natürlich ganz wichtig dabei. Ich liege mit meinem Bauchgefühl auch nicht immer richtig, ne? Das ist ganz klar. Ich habe auch einige Trades, wo ich denke, hey, die hätten besser laufen können, gar keine Frage. Aber ich denke, so der Großteil ist bisher eigentlich ganz gut gelaufen. Ich bin zumindest nicht ganz unzufrieden, weil ich mir die ersten beiden Monate ja halt für Naga als Testphase so ein bisschen eingestellt hatte oder reserviert hatte. Ja, also wie gesagt, Chartanalyse eher weniger, aber so das Bauchgefühl, die Nachrichten, wenn man sich in der Branche unterhält und sich die Nachrichten anguckt, dann sollte man eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl dafür kriegen. Ja, wie gesagt, das Thema Corona ist jetzt halt immer ein ganz besonderes. Wir wissen alle nicht, wie lange hält es noch an, die Geschichte, wie beeinflusst Corona die Weltwirtschaft? Langfristig betrachtet denke ich schon, dass es seine Spuren noch hinterlassen wird. Ich denke, in den nächsten 1-2 Jahren werden wir die Auswirkungen noch spüren. Ob das jemals verschwinden wird, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich hoffe es natürlich sehr, dass wir irgendwo ein Stück weit wieder in die Normalität zurückkommen. Ja, ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen, wie du das Coronavirus siehst. Wir sehen das ja auch natürlich mit kritischen Augen. Ich denke ganz klar, dass das zu schnell und unerwartet kam. Und zudem ja auch viel, was aufgebaut wurde in den letzten Jahren, einfach ausgelöscht wurde, ja, an extra Gewinnen bzw. Performance von Firmen. Das hat man ja echt heftig miterlebt. Also, aber du sagst auch, du weißt auch nicht genau, wie lange das anhält. Ich würde mich dem auch anschließen. Es ist nicht, ich meine, viele hoffen auf diese V-förmige Erholung, ja, aber ja, da ist halt immer viel Hoffnung dabei, ja. Also ja, das ist natürlich
es ist natürlich kritisch auch für alle und auch von unserer Seite aus muss man immer vorsichtig sein. Sag mal, wie siehst du denn grundsätzlich Copy Trading? Also wenn wir nochmal ganz kurz auf das Leaderboard gehen, ja, und ich möchte da nochmal highlighten, du hast es ja geschafft, für deine Kopierer jetzt über 229.000 Dollar zu erwirtschaften. Das ist ja keine gefakte Zahl oder so, das ist ja echt, das sind geschlossene Gewinne. Wie siehst du das Copy Trading und wie gehst du mit der Verantwortung um? Also ich meine, du siehst ja, relativ viele Leute kopieren dich und es sind über 300. Wie siehst du das Konzept und wie siehst du dich dabei, wenn du Trades eröffnest? Denkst du daran, ich habe Kopierer oder fokussierst du dich nur auf deine eigenen Gedanken? Ja, also mir macht dieser Social Trading oder das Copy Trading, mir macht das unheimlich viel Spaß. Es ist wesentlich besser, als wenn man für sich alleine handelt. Und es ist halt irgendwo so der spannende Effekt dabei, auch anderen etwas Gutes zu tun. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und ja, ich bin mir natürlich auch der Verantwortung bewusst, die ich damit eingehe. Das ist schon richtig, dass ich natürlich immer versuche, das Bestmögliche für mich und meine Kopierer rauszuholen. Nichtsdestotrotz gelingt mir nicht immer in allen Fällen. Es gibt schon mal Positionen, wo ich denke, hey, ne, wie gesagt, gerade eben schon jetzt Sets besser machen können. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, ich habe eine relativ gute Performance bisher erzielt für mich und meine Kopierer. Das soll auch so weiterlaufen. Das ist zumindest mein Plan. Und ich bin auch ein Trader, der versucht, 8 Wochen sein Glück zu suchen, 8 Wochen mal schnell dabei ist, sondern ich plane das, was ich möchte, also viele Jahre gerne dabei bleiben. Und jeder, der sich und sagt, okay, ein gewisses Risiko bin ich bereit einzugehen, der kann das natürlich gerne tun. Ich lade ihn herzlich dazu ein. Sollte sich natürlich jeder bewusst sein, im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten, ja, sein Engagement zu starten bei mir, bei meinem Profil. Aber im Grunde genommen, wenn man langfristig dabei ist, kann man auf jeden Fall recht gute Profite erzielen. Nur die Geduld ist halten und am Ball bleiben und sich nicht mutigen lassen, wenn ein Trade mal ein paar Tage lang irgendwo in den Keller geht, was passiert Wochen. Wenn man bedenkt, für Retro-Trade erziele, dass man mit kaum einer anderen Anlageklasse, ich denke, in der Kürze der Zeit auch nicht. Ne? Also Ja. da sollte man schon wirklich sich im Rahmen seiner Möglichkeiten engagieren. Ja, wie gesagt, die Verantwortung, der bin ich mir absolut bewusst. Ich mache das gerne, mir macht das Spaß. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo ich denke, hey, für dich alleine hättest du das jetzt vielleicht ganz anders gedealt, hättest vielleicht in einem ganz anderen Maßstab gedealt, aber ich plane halt meine Trades so zwischen 150 und 200 US-Dollar zu eröffnen. Für mich ganz alleine hätte ich vielleicht auch irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Dollar eröffnet. Aber wie gesagt, da sind halt noch Kopierer dahinter, die ein gewisses Kapital halt eingezahlt haben. Ne, das ist ganz klar und das möchte ich natürlich nicht verbrennen, wenn es dann einmal wirklich ein paar Tage runtergeht. Ne, viele sind neu dabei, haben halt dieses Kapital jetzt noch nicht unbedingt zum Start weg. Die sollen es ausprobieren und nicht von vornherein enttäuscht werden. Und deswegen plane ich meine Trades etwas, sage ich mal, moderater. Also in Moderator. Und wie gehst du persönlich mit Druck um? Du hast zum Beispiel gesagt, es gibt ja bei Nagel, ich sehe das ja auf unserem Feed, es gibt ja diese Euphorie, ja, und dann gibt es die Frustration, ja, also ist ja klar, ne? Weil Leute möchten ja immer gerne Geld verdienen und vor allem beim Copy Trading wird man ja am liebsten immer nur verdienen und kein Risiko fahren. Generiert das für dich also nicht nur Verantwortung, sondern Druck oder bist du damit okay und wie reagierst du auf Kritik? Also ich muss zugeben, als ich mit Social Trading oder Copy Trading angefangen habe, ich habe ja auch mal als Kopierer gestartet. Klar, man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Man denkt, hey, ich zahle jetzt 100 Dollar ein und bin morgen vielleicht schon ums 10-fache reicher. Das ist natürlich der Idealfall. Das wünsche ich auch jedem, dass es so passiert, aber garantieren kann auch ich das nicht, das ist klar. Nein, ich mache mir natürlich schon Gedanken darüber, über die Trades, die ich hier öffne und gehe natürlich immer vom bestmöglichsten Fall aus. Aber wie gesagt, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, damit, ich sage jetzt mal, auf einer vernünftigen Ebene okay zu sein damit, wenn es mal nicht so 100% läuft. Ich denke, im Rahmen der Updates, die ich poste, halte ich meine Kopierer so weit zumindest möglich ist über die ja, Aktivitäten auf dem Laufenden, also dass jeder sich zumindest grob vorstellen kann, okay, wo geht die Reise hin, was macht er demnächst. Ja, ich kann nicht zu jedem Trade eine Ankündigung im Vorfeld posten. Manchmal sind die halt auch sehr spontan, wenn sie eröffnet werden.
werden, wenn die Gelegenheit günstig ist. Das ist richtig. Nein, aber im Großen und Ganzen kann sich jeder anhand meines Profils vorstellen, welche Strategie ich verfolge, wie ich vorgehe und welche Ergebnisse mir wichtig sind, vor allen Dingen in erster Linie für meine Kopierer. Man sieht, ich habe selber einen Profit jetzt gerade mal von knapp 19.000 US-Dollar jetzt erzielt in der Zeit, seitdem ich bei Naga bin. Meine Kopierer sind da insgesamt unterm Strich zusammengenommen schon viel besser. Ich bin auch tatsächlich, hey, warum hast du eigentlich nicht so einen Profit und deine Kopierer weniger? Also warum ist das Verhältnis nicht genau umgekehrt? Weil ich natürlich sagen muss, ich habe auch nur gewisses Kapital eingezahlt, mit dem ich gestartet bin und ich habe es recht gut ausgebaut. Für meine Verhältnisse ist das schon ganz in Ordnung. Meine Kopierer haben natürlich zusammengenommen in der Vielzahl auch viel mehr Kapital insgesamt zur Verfügung, was eingezahlt wird. Also von daher natürlich auch das gute Ergebnis. Es ist also nicht das Ergebnis pro Kopierer, das wäre natürlich schön, das ist klar. Zusammengenommen, ne? Ganz klar. Auch kopiert, ey. Aber das ist gut. Ne? Wir haben auch, ich möchte auch kurz für alle sagen, wir haben auch dein Profil immer gern als Case Study genommen hier im internen Team, wie man denn mit seinen Followern kommuniziert. Denn das machst du auf eine extrem gute Weise und auch beeindruckende Weise. Ich glaube, das ist auch was zählt. Und ich glaube, das macht auch einen guten Trader aus, der Verantwortung zeigt und auch weiß, um was es geht, aber auch die Leute auf dem Laufenden hält. Und ich finde das echt super. Und für uns ist das wir haben es wirklich also als Case Study intern, ja, weil das muss man erstmal so machen. Also das Tagging von den Assets, die Fotos, die Emotionen, die Updates. Also ich glaube, das gefällt auch vielen und von uns auch weiter so, ja, weil das ist echt, das macht auch andere, also es inspiriert ja auch andere auf der Plattform, weil die dann auch sehen, okay, so macht es der Top-Leader. Ja, also von daher ein großes Kompliment noch von unserer Seite. Dankeschön. Dann noch ganz kurz, so ein bisschen abschließend, wenn du über Naga, also wenn du Naga siehst, also ohne dass wir ein großes Werben machen, aber was gefällt dir so am meisten an Naga? Also was, wenn du das so, du hast ja jetzt schon Erfahrung, du hast schon gesagt, Support ist gut, Plattform, Design etc. Was findest du noch besonders gut an der Plattform? Ja, hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber die zwischenmenschliche Basis. Erst einmal die Möglichkeit, mit dir selber jetzt hier zu kommunizieren, auch mit den Usern auf diesem Weg zu kommunizieren, finde ich großartig. Die Möglichkeit hätte ich mir bei meinem damaligen Broker schon gewünscht. Das ist mir leider dort verwehrt worden. Und dich jetzt direkt dann auch mal persönlich kennenzulernen, finde ich super. Das ist natürlich das eine. Die Plattform an sich finde ich super. Da gibt es nicht mehr wirklich viele Dinge, die man noch verbessern kann. Es sind wirklich nur noch Nuancen, wenn überhaupt. Die App funktioniert zumindest im Android-Bereich super. Ich habe also nie irgendwelche technischen Probleme großartig erlebt. Also von daher, es ist eine Zuverlässigkeit da. Das ist mir natürlich am allerwichtigsten, dass man sich auf die Trades, die man in Auftrag gibt oder die man durchführt, sich verlassen kann. Das passiert, das ist alles super. Ich kann also wirklich nicht viel Verbesserungsvorschläge einreichen. Na, das ist schon eine Herausforderung zu sagen, ja, Naga, ne, das ist nicht gut. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit euch allen, mit dem Support. Also das Gesamtpaket stimmt, ne, für mich wirklich. Und von daher habe ich auch größte Ambitionen, bei euch zu bleiben. Ja, super. Ja, wir werden auch, also ich sehe ganz viele Fehler natürlich, weil ich ja das Produkt gebaut habe am Anfang und wir haben noch auch, kann ich auch noch kurz sagen, auch noch ein Redesign für Android auf der Trade-Ebene vorbereitet. Das wird nochmal alle extrem freuen, glaube ich, aber freue mich natürlich, das zu hören. Ist ein langer Weg, so eine Plattform zu bauen, aber dank Nutzern wie dir macht es halt doppelt Spaß, weil dann sieht man sagt immer wir sind ja ein Startup, ja, zwar börsennotiert etc., man sagt immer Proof of Concept. Ja? Die Leute wollen sehen, funktioniert die Idee denn wirklich? Und wenn ich dann sehe, wie du das geschafft hast und auch wie du mit deinen Followern kommunizierst, wie du Profite generierst, dann denke ich, haben wir Proof of Concept und das macht mich doch ganz glücklich. Ja, Jo, vielen, vielen Dank. Ich will nicht viel mehr von deiner Zeit stehlen. Alles gut. Wir werden das Interview veröffentlichen bei YouTube etc. Und ja, wir bedanken uns herzlichst bei dir und wir hoffen auf viele weitere gute Trades, auf viel Kommunikation und immer noch das Quäntchen Glück. Manchmal muss man das einfach haben am Markt. Ja? Viel Ruhe und ruhiges Blut, ja, von meiner Seite aus und beste Grüße. Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, auch an meine Follower, an meine Kopierer und an alle, die mir immer so nett kommentieren. Das also auch nochmal nachgesagt. Das ist wirklich ganz großartig, die Unterstützung, die ich erfahre, denn ich habe also tatsächlich nicht nur
die trade-bezogenen Updates gepostet, sondern teilweise waren es auch private, familiäre Dinge, die ich da mal erzählt habe. Und da bin ich auf größtes Verständnis gestoßen und ich finde das großartig. Also auch von daher meinen herzlichen Dank an meine Follower und Kopierer und mein Respekt an dich, diese Plattform so aufgebaut zu haben und das Unternehmen so weit gebracht zu haben wie du. Also ziehe ich meinen Hut, muss ich ganz ehrlich sagen. Großartig gemacht. Danke, vielen, vielen Dank. Danke, Johann. Gerne. Vielen Dank. Okay, bis bald. Vielleicht mal in ein paar Monaten wieder ein Update. Wir sehen uns, wir lesen uns und wir kopieren uns. Ich freue mich. Alles klar. Viel Erfolg und gute Zeit. Danke. Danke. Tschüss.